Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Gold-Silber-Ratio erreicht, Extrempunkt, was eine Goldaktienrallye ankündigt. Disclaimer. Gold-Silber-Ratio vor dem Fall. Die Gold-Silber-Ratio hat einen Pivotpunkt erreicht. Aktuell 91, was sich ergibt, wenn man den Gold durch den Silberpreis ungefähr rechnet, 1727 durch 19 gleich 91. Vermutlich fällt diese Ratio bis Jahresende auf 46, was sich wiederum aus 2350 ergeben könnte und bis Mitte 2023 auf 2500 durch 70 gleich 35. Das bedeutet, ganz so wie zwischen 2009 und 2011 eine starke Goldaktienrallye. Der Chartist hat das hier auch dementsprechend gekennzeichnet. Der sieht eigentlich, dass wir jetzt den Pivotpunkt der Gold-Silber-Ratio erreicht haben. Das absolute Hoch war, wie gesagt, im April 2020. Jetzt wird nochmal sozusagen die Trendlinie, die er eingezeichnet hat, nochmal berührt. Und wiederum, das ergibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie dann wieder zu sinken beginnt. Sprich, Silber wird teurer als Gold. Wenn es jetzt wirklich zu einer Goldrallye kommt, wird Silber zulegen und am Ende dieser Goldrallye hat Silber den höchsten Wertzuwachs. Deswegen kann das auch wieder hier auf 30 und Sie kennen ja auch das historische Ratio von 1980, wo das sogar auf 15 gesunken ist. Ja, und es war immer ein gutes Zeichenpunkt, wenn diese Ratio wie 2011 niedrig war, Goldaktien zu verkaufen, war ein idealer Zeitpunkt, beziehungsweise wenn die Gold-Silber-Ratio hoch ist, damals im März 2020 mit, glaube ich, sogar 120 oder jetzt aktuell mit 91, sind historisch immer sehr gute Zeiten gewesen, Goldaktien zu kaufen. Das ist hiermit auch angedauert und eigentlich ab jetzt kann man sagen, nach den Statisten dürfte es eine fallende Gold-Silber-Ratio werden. Das heißt, Silber steigt schneller als Gold in diesem Bullenmarkt. Und genau das ist der Treibstoff, der ist Treibstoff für eine Goldaktienrallye. Hier nochmal ein angehender Goldproduzent aus Britisch-Kolumbien, hohes Risiko. Also das Kernstück des Unternehmens ist die 100% unternehmenseigene, in der Vergangenheit produzierende, hochgradige Goldminenprojekt New Polaris mit 1,1 Millionen Unzen im Nordwesten von British Columbia, 10 Gramm pro Tonne, also viel. Das Projekt New Polaris liegt im Nordwesten von British Columbia, 100 Kilometer südlich von Alton und 60 Kilometer nördlich von Uena, Alaska, am Westufer des Tool-Sky River, nahe der Grenze zwischen British Columbia und Alaska. Insgesamt haben sie 2.956 Acres. Es liegt eine PEA, Preliminary Economic Assessment, Analyse vor. Es wird dann eine Produktion von 80.000 Unzen pro Jahr geschätzt. Ja, also dort in dem Projekt haben sie 1,1 Millionen hochgradiges Gold. Dann haben sie noch ein anderes Projekt in Churchill County, Nevada, USA, das Fondaway Canyon Projekt. Und dort gibt es eine NI 43101 Compliant Ressourcenschätzung, die 409.000 Unzen indicated und 660.000 abgeleitete Unzen Gold aufweist, auch hochgradiges Gold, 6 Gramm pro Tonne. Wenn wir alleine das sind die nachgewiesenen Ressourcen, in die Formel für den Potenzialfaktor packen, also 2,2 Millionen Unzen Gold. Ja, das ist jetzt hier noch ein Fehler, es müsste eigentlich Kanada oder USA heißen. Jedenfalls volle Punktzahl hinsichtlich der Jurisdiction, die ist eben mit Kanada und USA besser als beispielsweise Mexiko. Grad des Goldes ist sehr hoch, hochgradiges Gold, also 1. Das in die Formel getan, bei einer Marktkapitalisierung kommt wir zu einem Potenzialfaktor von 91. Das rein theoretisch nach dieser Formel
müsste diese Aktie bei 2.500 Gold von jetzigen Punkt um das 91-fache steigen. Gut, das ist nur ein theoretischer Vergleichswert, einfach um diese Goldaktien vergleichen zu können hinsichtlich der Marktkapitalisierung und der Anzahl der Unzen und Grad etc. Ja, wie wird es in der Realität aussehen? Ich denke, die Aktie, wenn der Goldmarkt wieder anspringt, wird relativ schnell bei $1 sein. Und genau wie bei vielen anderen auch dieser Art, wenn dann die Goldmania tatsächlich dann bis 2,3, 2,5 geht die auch in den Mehrdollarbereich 2, 3, 4, 5 in einigen Fällen, vielleicht sogar $10. So was ist denn theoretisch möglich mit solchen Aktien? Also ich finde die interessant, weil es eben, wie gesagt, ein angehender Produzent ist, in der guten Jurisdiction liegt, ziemlich viel Gold hat, auch noch weiteres Explorationspotenzial. Hier Windfall Hills, hier 2820 Hektar, auch in British Columbia und dann noch etwas mehr im Goldgrundstück Princeton, besteht aus 14.650 Hektar und liegt 35 Kilometer südlich von Princeton, British Columbia auch, ist er über einer Straße erreichbar und ist es auch in der Nähe einer produzierenden Kupfermine und auch hochgradige Bohrergebnis gibt es von 25,24 Gramm pro Tonne Gold. Also insgesamt meines Erachtens relativ interessantes Unternehmen. Ja, und es geht eben, wie ich eigentlich in jedem Video schon mal sage, es geht halt immer darum, ist das eine Aktie, die das Potenzial hat, dieses Phänomen, was wir in den Ende der 1970er Jahre erlebt haben, ob das jetzt auch wieder eintreten kann, vielleicht bei solcher Aktie. Ich meine, wir haben ja auch solche Beispiele, gucken Sie, Belmoral, 20 Cent vom absoluten Tief, die stieg dann auf $40. Und das erwarten wir gar nicht. Wir sind zufrieden, wenn sie erstmal auf $1 steigt, 2, 3, 4, 5 und die Mania vielleicht auf $10. Also nicht völlig unrealistisch aus meiner Sicht. Und wir haben ja jetzt hier dieses Beispiel Max Resources, das natürlich jetzt auch gelitten hat, aber das war eine Aktie, die auch im sehr schlechten Umfeld, das ist ja ein Projektgenerator für Gold, Silber, Kupfer in Kolumbien und Peru ist, die also auch jetzt im schlechten Umfeld hat die meiner Meinung nach den Boden jetzt gefunden und macht sich jetzt auf den Weg, das alte Hoch zu erreichen, hier bei 0,8. Und dann irgendwann dürfte die bei $1 machen. Und dafür diese Aktie, ich meine, die ist jetzt schon fortgeschritten. Das soll nur ein Beispiel sein, was wir damit hoffen und dann in den Mehrdollarbereich 2, 3, 4, 5 oder sogar 10 gehen, bei Gold $2.500. Ja, dann vielleicht nochmal hier eine Übersicht, die ich ganz interessant fand. Gucken Sie sich die Inflationszahlen an. Interessant finde ich zu sehen, dass eben natürlich wir hier mit 7,6 auch enorm getroffen sind. Mal gucken Sie sich hier Mittel- und Osteuropa an, hier teilweise Estland 21,9%, Litauen 20,5%, Weißrussland vielleicht auch oder Russland auch viel, Polen, das galt immer als das günstiges Einkaufsland. Das heißt, die werden überproportional getroffen. Also trotz EU-Subventionen und sonst was und eben der vielen importierten Produkte, die eben auch haben, weil die im Wesentlichen auch von Transfer leben, rächt sich das jetzt, dass es offensichtlich doch nicht solche große eigene Produktion ist und haben diese überproportionalen Inflationszahlen. Und ich hatte dann auch das irgendwo in den Foren hatte dann Estland auch schon nachgedacht, den Euro zu verlassen. So schnell kann die Stimmung zum Beispiel in Ostmitteleuropa, besonders im Baltikum, wo die den Euro haben, dann auch gegen den Euro kippen. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, dass der Euro gar nicht so irgendwie von Deutschland beendet wird, sondern irgendwann steigen solche Länder, ich meine jetzt Kroatien will jetzt zum 1. Januar einsteigen, aber vielleicht steigen die auch dann wieder zum 1. Februar aus und haben gleich genug davon. Also das halte ich auch für möglich, dass in einer Nacht- und Nebelaktion vielleicht Länder sich das mit dem Euro noch mal überlegen. Also es ist zum Beispiel denkbar aus meiner Sicht, dass die baltischen Staaten einfach sagen, das können wir unseren Bevölkerung nicht zumuten. In einer abgesprochenen Nacht- und Nebelaktion gehen die zu ihren historischen Währungen zurück, weil die schlicht und einfach sonst anders nicht leben können. Ich meine, das können wir schon in Deutschland nicht.
Und die haben hier mindestens doppelte Inflation. Also das ist vielleicht auch noch eine Sache, wo man darauf achten muss. Das ist manchmal auch vielleicht ganz unerwartete Stelle, das Eurosystem beginnt zu bröckeln. Ja, okay, hier nochmal zurück. Wir versuchen ja genau diese Aktien zu identifizieren und die hoffentlich so ähnlich laufen wie diese alten angegeben oder eben Max Resources. Das sind immer Aktien jetzt mit Superlativ. Das ist so eine Liste von 10 Aktien, wo wir hoffen, dass es ähnliches Potenzial ist. Ich gehe die mal hier schnell durch. Also mir ist mal wichtig, dass sie irgendwie sehr große Ressourcen haben oder besonders hochgradig sind. Wenn möglich natürlich in der guten Jurisdiction legen oder eben so wie bei gewissen Silberplays hier, die riesige Mengen Silber haben. Die sind dann auch meistens in Mexiko oder Peru, aber weil das Potenzial so ungeheuer hoch ist, sind die da auch mit bei. Und wenn es dann wirklich ein Silberanstieg auf $50 oder vielleicht sogar $70, wie einfach schon festgestellt, könnte das eben auch enorme Bewegung haben. Das sind dann alles Aktien, die theoretisch von diesen paar Cents Richtung irgendwo zwischen 5 und 10 gehen können. Und das ist eben die große Chance und deswegen sind wir in diesem Sektor. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen da solche Aktien zu identifizieren, zu separieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, versuchen dann gleichzeitig diesen Potenzialfaktor zu errechnen. Das wird dann mit der Excel-Liste kalkuliert und dann als PDF erhalten Sie das dann. Dann haben wir noch eine Exit-Strategie, dass man ein Grundkonzept hat, was man kauft, wenn dieser Boom vorbei ist. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Die sind auch zu jedem Zeitpunkt an Gold und Silber gekommen, sehr unkompliziert, ist vielleicht eine Alternative, bevor Sie lange an den Metallhändlern anstehen müssen, bevor Sie Gold und Silber kaufen, einfach auf gold.de gehen, Preisvergleich, um den bei günstigen Händler einzukaufen können. Nützliche Informationen, weitere Informationen, Goldaktien, Charts, Uran, weitere Links oder auch meine Kontaktdaten hier, wenn es irgendwelche Fragen, wie gesagt, oder Zustellungsprobleme mit dem Report gibt, einfach mich bitte kontaktieren. Ich melde mich dann bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie meinen Kanal abonnieren. Besten Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.